Während vielleicht zu Recht der Großteil der Gothic-Community mega hyped in Richtung des Gothic 1 Remakes schielt, scheint man bei THQ Nordic schon die nächste Marketingbombe in Vorbereitung zu haben. Denn durch ein Versehen wurde die Existenz einer neuen Gothic 3 Version für Konsolen quasi bereits bestätigt. (2025) soll es dann also endlich soweit sein. Gothic erhält unter der Feder von Alkimia Interactive ein aufwendiges Remake, welches den Charme der Serie zum einen einfangen soll und zum anderen in die Neuzeit übertragen möchte, um den Alltime-Klassiker einer ganz neuen Generation von Gamern zu präsentieren. Diese Mission Impossible scheint nun, nachdem man den Titel erstmals ausgiebig auf der Gamescom 2024 anspielen konnte, tatsächlich zu funktionieren. Und das, obwohl bis auf Kai Rosenkranz keiner der ehemaligen Gothic-Veteranen am Projekt beteiligt ist. Um die Serie nach all den Jahren wieder ins Gedächtnis der Gamer zu rufen, hat man außerdem bereits im letzten Jahr die Originalteile von Gothic 1 und 2 in leicht überarbeiteter Form auf der Nintendo Switch veröffentlicht, welche ebenfalls überaus positiv aufgenommen wurden und angeblich unzählige ehemalige Fans der Serie allein dadurch nötigten, sich eine Switch ins Wohnzimmer zu stellen. Jetzt wäre es natürlich ohnehin nur folgerichtig, auch den dritten Teil der Serie zu veröffentlichen, aber Moment mal, da war doch was. Gothic 3 erschien ursprünglich 2006 für den PC und entstammt grob gesagt einem Rosenkrieg zwischen Publisher JoWood und Entwickler Piranha Bytes, der medientechnisch öffentlich ausgetragen wurde. Piranha Bytes konnte dazu mal aufgrund seiner selbst entwickelten neuen Engine den Release-Termin mehrmals nicht einhalten, woraufhin sich JoWood genötigt sah, da wohl auch das Geld knapp wurde, den Release des Spiels am 13. Oktober 2006 zu erzwingen. Die hier erschienene Urversion war dementsprechend bis unter das Dach verbuggt und vor allem nicht fertiggestellt, was auch etliche Patches nicht mehr retten konnten. Was folgte, war die Trennung der Streithähne. Piranha Bytes versuchte es erfolgreich alleine mit Risen neu. JoWood hingegen veröffentlichte erst das richtig üble und noch mehr verbuggte Add-on Götterdämmerung und ließ dann bei Spellbound Arcania Gothic 4 entwickeln, was ebenfalls große Grütze war und schlussendlich den Todesstoß für JoWood bedeutete. Arcania Gothic 4. Available October 2010 for PC and Xbox 360. Gothic 3 war aber abgesehen von seinen vielen Fehlern und Unzulässigkeiten im Kern ein tolles erdachtes Rollenspiel, was trotz allem schnell viele Fans gefunden hatte. Auch ich habe diesen Teil damals deutlich mehr gespielt als Gothic 1 und 2 zusammen. Dadurch fand sich in den Folgejahren eine größere Gruppe an Moddern zusammen, die Stück für Stück das Puzzle zusammensetzten und diverse Community-Patches für das Spiel entwickelten, bis es schließlich fast perfekt spielbar wurde. So war es dann Nordic Games, also das heutige THQ Nordic, welches aus der Insolvenzmasse von JoWood die Gothic-Marke mittlerweile eingekauft hatte, die den finalen Community-Patch als offiziell erklärten und das Spiel in 2012 als Enhanced Edition kurzerhand neu veröffentlichten. Der letzte Community-Patch erschien übrigens 2014. Außerdem gibt es der Vollständigkeit halber seit 2012, nachdem die technischen Probleme gelöst waren, also seit 10 Jahren das sogenannte Community Story Project CSP, welches inhaltliche Lücken und Inkonsistenzen in der Geschichte und der Atmosphäre verbessern möchte. Aber bis auf einen jährlichen Adventskalender und den ein oder anderen Post mit ein paar Screenshots an Ostern tut sich hier schon seit Jahren eher zu wenig, als dass dieses Projekt noch jemals fertig werden wird. Aber das ist nur meine Befürchtung, vielleicht weiß ja einer von euch hierzu mehr, also gerne in die Kommentare. Okay. Jedenfalls ist man nach dieser Entwicklungsodyssee bisher nicht davon ausgegangen, dass nochmal jemand diesen Codesalat anfasst und hier nochmal irgendwas macht. Genau das scheint aber gerade getan zu werden, um den Fans vor dem Gothic Remake nochmals die Welt von Myrtana zu präsentieren. Denn durch einen Fehler des Entertainment Software Rating Boards, kurz ESRB,
der mittlerweile wieder gelöscht wurde, aber hey, das Internet vergisst nichts, erscheint Gothic 3 als Classic-Version in Kürze für die PlayStation 4 und 5, die Xbox Series X und S sowie die Nintendo Switch, welche damit die Trilogie voll macht. Also eigentlich eher ein Fakt als ein Leak. Spannend wird sein, in welcher Version und somit in welchem technischen Zustand das Spiel erscheinen wird. Gleiches gilt für das Add-on, welches im Gegensatz zum Hauptspiel nie überarbeitet wurde und bis heute als große Softwarebaustelle betitelt werden kann. Für mich jedenfalls tatsächlich der nächste Must-Buy auf der Nintendo Switch. Wer sich das mal aus Sadomaso-Gründen oder so geben möchte, der kann sich das Standalone-Add-on Götterdämmerung bei meinem Partner Instant Gaming für 1 € abholen. Immerhin unterstützt ihr damit diesen Kanal. Link oben im i sowie in der Videobeschreibung. Was sind eure Erfahrungen mit Gothic 3? Ich weiß, die Meinungen gehen hier schon immer sehr, sehr weit auseinander. In diesem Sinne, sobald die offizielle Ankündigung kommt, werde ich euch im Wochenrückblick nochmal informieren und dann ab nach Mirtana, Xardas suchen und so.